Willkommen in New York City. In Teil 2 dieser kleinen New York City Serie nehmen wir dich mit und erkunden mit dir weitere Teile von New York. Bleib also jetzt dran und lass dich überraschen, was dich in dieser Stadt noch erwartet. Das Flatiron Building hier in New York steht an der Ecke zwischen Broadway und Fifth Avenue. Es ist ein ikonisches Gebäude, was sehr gerne fotografiert wird. Es wurde 1902 gebaut und ist 87 Meter hoch und derzeit leider eingerüstet, sodass ich es dir nicht ohne Gerüst zeigen kann. Die Freiheitsstatue oder auch liebevoll Lady Liberty genannt, steht auf Liberty Island im New Yorker Hafen. Sie wurde von Frederic Auguste Bertholdi erschaffen und eröffnet wurde sie am 28. Oktober 1886. Sie war ein Geschenk des französischen Volkes für das 100-jährige Bestehen von Amerika. Sie ist das Symbol für Amerika, weil sie die Freiheit tatsächlich symbolisiert. Denn sie stellt die römische Göttin Libertas, die tatsächlich für Freiheit steht, dar. In ihrer rechten Hand trägt sie die Fackel hoch über den Kopf und in ihrer linken Hand die Unabhängigkeitserklärung. Außerdem wurde sie aufgenommen als Weltkulturerbe der UNESCO. Um zur Statue zu kommen, kannst du entweder von Manhattan aus oder von New Jersey aus mit der Fähre nach Liberty Island fahren. Die Überfahrt kostet $24, da ist auch gleichzeitig der Eintritt für diesen kleinen Nationalpark inkludiert. Du solltest ein bisschen Zeit mitbringen, denn wenn es voll ist, kann es sein, dass du auch mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde oder auch länger warten musst, um auf die Insel überfahren zu können. Auf der Insel gibt es ein Museum, es gibt natürlich die Freiheitsstatue, um die du einmal laufen kannst, und es gibt noch ein paar geschichtliche Hintergrundinformationen. An manchen Tagen ist es auch möglich, in die Krone der Freiheitsstatue hinaufzusteigen. Das kostet extra Geld und das solltest du Wochen oder Monate im Voraus auf recreation.gov reservieren, sodass du sicherstellen kannst, dass du auch in die Krone hochlaufen kannst. Das sind viele Treppen, knapp 400 Stufen, ich glaube 376 oder so ähnlich. Und du solltest natürlich auch mit Enge zurechtkommen, denn der Aufstieg ist relativ eng. Die Public Library ist die zweitgrößte Bibliothek in den Vereinigten Staaten. Sie wurde 1911 nach einer langen Bauzeit eröffnet. Am Eingang hier an den Treppen finden sich zwei marmorne Löwen. Die Public Library verfügt über riesige Lesesäle, zum Teil über Fußballfeldergröße. Sie hat 53 Millionen Medien in Buchform oder auch in digitaler Form.
The Vessel ist eine Konstruktion, die sich eindeutig lohnt anzuschauen. Man kann sagen, es ist sowas, eine Mischung zwischen Gebäude und Monument und Kunstwerk. Hier wurden 154 Treppen miteinander verbunden. Insgesamt ist The Vessel 15 Etagen hoch und es sind 2500 Treppen. Durch verschiedene Unfälle, vermutlich Suizide, wurde The Vessel allerdings für den Besucher gesperrt. Macy's am Herald Square bezeichnet sich selbst als das größte Kaufhaus der Welt. Ob sie das sind, wollen wir hier gar nicht diskutieren. Du kannst hier auf jeden Fall jede Menge Zeit verbringen, viel Geld ausgeben und was viel, viel wichtiger ist. Hier gibt es eine kleine Besonderheit. Im Kaufhaus in der 2. Etage gibt es nämlich noch Holzrolltreppen. Die sind schon so alt. Damals wurden die Rolltreppen noch als Holz gefertigt. Kannst du hier anschauen und kannst dir einfach das Kaufhaus mal anschauen. Macy's ist übrigens auch der Veranstalter der jährlich stattfindenden Thanksgiving-Parade, die jährlich 250.000 bis 300.000 Menschen anzieht. Die Wall Street ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Straßen in ganz New York City, denn sie ist der Inbegriff für die komplette amerikanische Finanzindustrie. An der Wall Street befindet sich die New York Stock Exchange, die größte Wertpapierhandelsbörse der Welt. Zudem finden sich an der rund 800 Meter langen Straße zahlreiche amerikanische Kreditinstitute und die Wall Street hat ihren Namen, weil als New York gegründet wurde, Peter Stuyvesant hier einen Wall hat aufschütten lassen, um die Stadt vor den Native Americans und Angriffen vor denen zu schützen. Und dieser Wall, oder beziehungsweise da, wo die Mauer, der Wall war, ist heute die Wall Street, daher der Name Wall Street. Der Central Park ist die grüne Lunge New Yorks mitten im Herzen von Manhattan. Er wurde 1873 eröffnet und erstreckt sich auf 4 Kilometer Länge und einer Breite von 800 Metern mitten in Manhattan. Wenn du in New York bist und shoppen möchtest, kannst du das natürlich direkt in New York tun. Eine andere Möglichkeit ist es, in das Woodbury Premium Outlet zu fahren. Das sind ungefähr 60 bis 90 Minuten mit dem Auto. Du kannst hier auch mit dem Bus hinfahren. Es gibt verschiedene Busanbieter, die hierher fahren. Findest du unten in der Videobeschreibung 2, 3 Links zu und kannst hier den ganzen Tag verbringen, denn hier gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Outlets. Was natürlich berücksichtigt werden muss, ist, dass der Euro-Dollar-Kurs nicht mehr der beste ist. Als ich das erste Mal 2014 hier war, war es natürlich ein reines Schlaraffenland, weil die Preise einfach viel besser waren, als sie das derzeitig sind. Aber es lohnt sich, hierher zu fahren, wenn du
Geld ausgeben willst und bei den bekannten Marken einfach mal shoppen gehen willst. Du solltest allerdings wirklich einen ganzen Tag einplanen, denn dieses Outlet ist wirklich riesig groß und man braucht einfach viel Zeit, um überall mal durchzugucken. Hier in der Nähe gibt es auch preiswerte Hotels, also wenn du mit dem Mietwagen kommst und wirklich richtig viel shoppen willst, kann es sich lohnen, hier einfach eine Nacht zu verbringen und einfach in einem preiswerten Hotel hier in der Umgebung zu schlafen, so dass du das Ganze voll ausnutzen kannst. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der besten Jahreszeit für den New York-Besuch. Nun, es gibt eigentlich nicht die beste Jahreszeit, denn New York ist zu jeder Jahreszeit sehenswert. Aber es gibt natürlich Jahreszeiten, die besser sind und andere, die schlechter sind. Die wohl besten Monate sind der späte Frühling oder der frühe Sommer, so im April, Ende April, Mai, Anfang Juni. Danach wird es sehr schnell sehr heiß in New York und dadurch, dass hier viele Hochhäuser sind, bleibt die Hitze auch stehen, wobei alle Räume hier fast immer klimatisiert sind. Der zweite Teil, wo es dann besonders schön ist Ende August, Anfang September bis hin in den Oktober rein und es kann sogar im November noch relativ warm sein. Wenn man New York erleben will und auf Weihnachten steht, dann kann sich auch ein Besuch im Dezember sehr lohnen. Es kann dann sehr kalt werden, es kann zu Schneestürmen kommen, aber ich habe schon viel USA-Erfahrung und kann sagen, nirgendwo wird Weihnachten so sehr zelebriert wie hier in New York. Wer hier nicht in Weihnachtsstimmung kommt, der macht irgendwas gänzlich falsch oder ist vielleicht ein Grinch. Das war der zweite Teil unserer kleinen New York City Serie. Hier neben mir findest du Teil 1 und vergiss nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren, damit du künftig kein Video mehr verpasst.